Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Wir sitzen gerade hier im neuen Mazda 6e und das ist ja unser erstes Fahrzeug, das ein sehr großes Display hat, aber keine haptischen Tasten mehr. Und da gab es schon einige Diskussionen unter euch über Pro und Contra. Und wir möchten euch hier in diesem Video gerne mal zeigen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, dass wir relativ gut und einfach die haptischen Tasten durch Soft-Tasten ersetzen können, sodass ihr hier keinerlei Nachteile im Alltag habt. Im Gegenteil, vielleicht sogar einige Menüpunkte viel schneller erreichen könnt, als es früher der Fall war. Und wir fangen natürlich gleich mal bei dem Klimabedienteil an, das ja hier unten normalerweise war. Und bei manchen Autos war das natürlich schon extrem umfangreich. Und hier haben wir sogar noch mehr Funktionen. Das heißt, hier gibt es nochmal ein eigenes Klimamenü, aber man kann sich natürlich auch die ganzen Funktionen hier unten nochmal integrieren. Und ich habe euch jetzt einfach mal alles hier so blanko gemacht, was man rausnehmen kann. Die Sachen, die ihr jetzt seht, sind standardmäßig immer Pflicht. Das heißt, Temperatur wird immer angezeigt, Gebläse wird immer angezeigt oder Klimaanlagenmenü, die Frontscheibenheizung, wenn es stark angefroren ist und hier zum Beispiel der Lautstärkenknopf. Das zum Beispiel finde ich eine Funktion, die ist deutlich besser wie früher. Früher musstet ihr also zum Beispiel das Navigationssystem oder die Freisprechrichtung in der Lautstärke im Menü von der Telefonanlage oder vom Navigationssystem relativ tief einstellen. Habt jetzt hier einfach auf einem Slider, geht also viel schneller wie früher. So, und jetzt schauen wir uns natürlich gleich mal hier das Klimaanlagenthema an. Was wäre denn jetzt hier sinnvoll zu integrieren und wie macht ihr das eigentlich? Das geht ganz einfach. Ihr geht jetzt hier auf die Apps. Dann habt ihr praktisch eure Apps, die schauen doch genauso aus wie beim iPhone oder wie beim Android-Handy. Aber wir wollen jetzt hier die Fahrzeugeinstellungen und wir wollen die Fahrzeugeinstellungen bearbeiten. Das heißt, wir gehen hier oben auf Bearbeiten. So, ihr seht schon, jetzt sind diese hier schon mal frei, also die möchten sozusagen belegt werden. Jetzt hat natürlich jeder von euch irgendwelche Präferenzen. Was ich euch hier geben kann, sind im Endeffekt nur Tipps, was durchaus Sinn machen kann. Wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der so viel wie möglich Klimaanlagenfunktionen hier unten steuern will, so würde ich euch empfehlen, dass ihr euch vielleicht einen Winter- und einen Sommermodus ausdenkt. Wir haben ja im Moment einfach noch Sommer, also nehme ich jetzt zum Beispiel hier die Fahrersitzbelüftung, packe die mir hier rein. Dann sage ich, okay, die Beifahrersitzbelüftung möchte ich auch haben. Die tue ich mir auch noch neben die Temperatur, dann habe ich das symmetrisch. Dann habe ich ja hier die Frontscheibenheizung, dann würde ich mir hierhin einfach die Heckscheibenheizung machen, dann schaut das auch gut aus. Jetzt habe ich noch zwei Positionen hier frei. Jetzt könnte man sagen, okay, hier tue ich mir also die Luftsteuerung rein, wenn ich also nicht der Automatik vertraue, sondern ich möchte eben eine spezielle Luftrichtung einstellen, habe ich noch ein weiteres Menüfeld und dann könntet ihr sagen, okay, ich nehme jetzt hier Umluft, Frischluft und so habt ihr das eben auch noch steuerbar. Jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite auch noch mal zwei weitere Funktionen. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich favorisiere einmal den Sonnenschirm. Das heißt, wir haben jetzt hier die Takumi Plus Ausstattung mit dem elektrischen Sonnenrollo. Habt ihr die Takumi-Version, gibt es diesen Menüknopf nicht. Das heißt, dann habt ihr noch mal einen Platz mehr frei. Und was ich auch noch ganz cool finde, ist entweder jetzt die Anklappfunktion für die Spiegel oder die Nebelschussleuchte. Das heißt, hier, wenn ihr sagt, naja, wenn wirklich mal so eine Nebelschussleuchtensituation ist, die ja wirklich sehr selten ist, dann habe ich es schnell griffbereit. Es geht hier um die Nebelschussleuchte hinten. Dann wäre das zum Beispiel eine schöne Variante. Oder aber ihr sagt, Mensch, ich fahre irgendwie in die Garage rein und möchte möglichst schnell die Spiegel einklappen, dann wäre das eben auch eine gute Option. Das wäre jetzt also für die, die möglichst viel Klimaanlagen-Bediensachen auf einmal steuern wollen. Ja, im Endeffekt habt ihr jetzt fast schon die gleichen Funktionen wie bei so einer Bedientaste und das Tolle daran ist, dass im Endeffekt hier diese Taste auch immer sichtbar ist. Mein persönlicher Lieblingsmodus wäre folgender. Ich gehe nochmal auf Bearbeiten, ich tue mir das mal raus und das mal raus, weil ich nutze tatsächlich die Klimaautomatik super häufig. Ich verstelle praktisch nie das Gebläse, das heißt auch nicht die Luftrichtung und ehrlich gesagt verwende ich auch kaum Frischluft und Umluft. Oder wenn ich es brauche, dann kann ich das Menü mir selber holen. Also packe ich mir jetzt einfach hier die Sitzheizung noch rein und hier die Beifahrersitzheizung. So kann ich im Endeffekt dann relativ flexibel ja, auf diese beiden Punkte zugreifen. Das wäre jetzt hier eben auch meines Erachtens eine schöne Lösung. Hier auf der linken Seite habt ihr noch einen weiteren Slider, da kommt ihr ins Kontrollzentrum rein. Auch hier gibt es wieder Blöcke, die fest integriert sind, die ihr nicht verändern könnt, wie zum Beispiel hier die Scheinwerferfunktionen. Das heißt, ihr könntet theoretisch das Licht auch ausschalten, die Tagfahrlichter anschalten, das Abblendlicht anschalten oder die Scheinwerferautomatik, das heißt automatisches Licht. Die automatische Lichtfunktion ist übrigens die Standardfunktion bei dem Auto. Selbst wenn ich jetzt hier auf Abblendlicht stelle, mache das Fahrzeug aus und schalte es hinterher wieder ein, so wird immer das Auto mit automatischem Scheinwerferlicht aktiviert sein.
Dann haben wir noch den Wischer. Auch hier verhält es sich ganz genauso. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte den Wischer deaktivieren aus irgendeinem Grund oder auf langsamen Dauermodus, dann wird beim nächsten Fahrzeugstart der Wischer wieder auf Automatik stehen. Hier könnt ihr das Display ausschalten. Hier ist die automatische Helligkeit oder ihr sagt, ich möchte das Display in einer bestimmten Helligkeitsstufe haben, aber normalerweise fahrt ihr damit Automatik sehr gut. Ja, und dann haben wir hier unten einen Block, der ist sozusagen wieder individualisierbar. Und das funktioniert ganz einfach. Man sieht es vielleicht hier oben schon, ein kleines Blättchen mit einem Stift dran. Das ist sozusagen die Bearbeitungsfunktion, kennt man eigentlich auch von den meisten Smartphones. Und dann seht ihr oben den Block, der schon drinnen ist und unten den Block, den ihr hinzufügen könnt. Ich bin ein Fan davon, das nicht komplett voll zu knallen, sondern einfach wirklich nur das reinzutun, was euch tatsächlich wichtig ist. Das sorgt einfach für ein bisschen mehr Ruhe und Übersicht. Die obere Reihe finde ich persönlich auch gerade in dieser Reihenfolge sehr sinnvoll. Hier habt ihr das automatische Fernlicht. Das ist sozusagen für mich wichtig, wenn ihr auf der Autobahn fahrt und das Auto kann auf dem Gegenverkehr zum Beispiel die LKWs nicht erkennen, dass ihr es an- und ausschalten könntet. Dann haben wir hier nochmal die Spiegel-Einstellfunktion, wenn ihr möchtet, dass ihr die Spiegel sozusagen nochmal nachjustiert, wenn also ein neuer Fahrer drin ist. Dann haben wir die Einklapp- und Ausklappfunktion, die wir hier nochmal hatten. Dann haben wir hier die Lenkradheizung noch für euch. Und hier könntet ihr theoretisch, wenn ihr wolltet, noch hinten das Display in der Mitte sperren. Wenn ihr also zum Beispiel irgendwelche fremden Personen im Auto habt, die irgendwie hinten am Handy mit dem Display rumspielen, dann könnt ihr sagen, nee, möchte ich nicht, dann könnt ihr drauf drücken oder eben nicht. Ja, und das untere, das finde ich eher so ein bisschen optional. Wenn ihr das möchtet, tut es gern rein. Es gibt die Möglichkeit, hier auch die Soundhinweise zum Beispiel von eurem entsprechenden Lenkassistenten ein- und auszuschalten. Ich schalte die meistens komplett aus und gut ist. Dann hätten wir hier nochmal die Nebelschussleuchte, die ihr auch nochmal aktivieren könnt. Dann haben wir hier den Rücksitzgurtalarm. Habt ihr zum Beispiel irgendwie einen Rucksack oder eine Tasche hinten auf der Rücksitzbank, dann würdet ihr irgendwann eine Warnung bekommen. Und wenn ihr dann eben schon unterwegs seid, würdet ihr normalerweise ja anhalten müssen und könnt einfach draufdrücken und den Alarm ausschalten. Dann haben wir nochmal die elektrische Heckklappe, wenn ihr die von innen auf und zu machen wollt. Und bei One-Touch ausschalten könnt ihr das Auto also komplett ein- und ausschalten. Das heißt, wenn ihr drin sitzt und ihr wollt wirklich, dass das System komplett aus ist, drückt einfach drauf, dann fährt das System runter. Ansonsten wäre es nämlich die ganze Zeit aktiv. So, und die unteren Funktionen, wenn ich ehrlich bin, das sind Funktionen, die brauche ich tatsächlich super selten. Da stelle ich einmal ein und dann passt die Sache. Wie zum Beispiel eben induktive Ladeschale. Da entscheide ich mich, ich will es oder ich will es nicht. Bei dem Ambiente-Licht oder auch EV-Sound, ich meine, das lasse ich an oder stelle mir das ein, aber da brauche ich jetzt nicht einen Knopf dafür. Dann gibt es einen Kopfstützenmodus, dann wird also praktisch nur das Navi über die Kopfstütze gesteuert oder nicht. Auch das verstelle ich sehr selten. Den Sonnenschirm habe ich mir schon unten hingelegt. Auto holt, entscheide ich mich auch dafür. Will ich das oder will ich das nicht? Das heißt, hier lieber weniger. Am liebsten würde ich sogar eigentlich das hier wegtun. Dann habt ihr ein übersichtliches Menü. Und ganz viele Sachen könnt ihr sowieso nochmal hier aus diesem Menü aus steuern. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte die Spiegel zum Beispiel hier einstellen, dann könnt ihr die hier auch nochmal anklappen auf dieser Taste. Das wäre eine Möglichkeit. Ihr könnt den Kofferraum öffnen, den Spoiler steuern. Ihr könnt hier nochmal reingehen in das Ambiente durch das Head-Up-Display. Also eigentlich ist das gar nicht alles notwendig, das im Kontrollzentrum zu haben. Deswegen bin ich eher ein Fan davon, möglichst wenig da drin zu haben. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Personalisierungsfunktion, denn es gibt hier am Lenkrad auch nochmal 2 Sterne. Das heißt, das sind 2 Tasten, Favoritentasten könnte man auch sagen, die ihr durch Drücken ja, bestimmte Funktionen aktivieren könnt und diese Funktionen könnt ihr selber bestimmen. Wie funktioniert das? Ihr drückt also am Anfang einfach mal lange auf eine dieser Tasten drauf und dann kommt ihr hier in diese benutzerdefinierten Menüs rein. Ihr seht schon, was ich jetzt hier für mich als beste Option genommen habe. Einmal benutzerdefinierte Taste 1, das ist das linke Menü. Da habe ich mir jetzt hier die Intensität der Energierückgewinnung ausgesucht. Das zeige ich euch mal. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann geht das System jetzt auf niedrig, dann auf Standard, auf moderat und auf stark. Da bleibt es dann so lange, bis ich wieder rumdrücke. Und ich benutze es tatsächlich im Alltag ganz gerne. Einfach, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn fahre, dann gehe ich auf niedrig, dass er möglichst weit rollt. Fahre ich eher Stadtverkehr, will ich eine sehr hohe Rekuperation haben. Das kommt mir so ein bisschen entgegen. Und das ist eigentlich eine Sache, die möchte ich sehr schnell auch am Lenkrad steuern. Deswegen ist das hier so meine Lieblingstaste auf der linken Seite. Und dann habe ich noch den zweiten Stern, das ist auf der rechten Seite. Hier habe ich mich jetzt hier für die Scheibenwischerstufe entschieden. Warum habe ich das getan? Nun, grundsätzlich ist ja der Regensensor da. Es gibt aber vielleicht Situationen, wo ihr sagt, hey,
das möchte ich nicht, ich möchte jetzt mal ganz kurz wischen oder da ist irgendwie Mückenschiss drauf oder was auch immer. Und dann könnt ihr das hier eben steuern, zeige ich euch auch mal. Ich gehe jetzt einfach hier drauf, dann ist es jetzt hier deaktiviert. Dann habt ihr langsam, schnell und wieder Automatik. Das wäre eine Variante. Und was ich euch schon verraten kann, Mazda ist im Moment dran, auf dieser Tasten auch noch eine weitere Option anzubieten. Und zwar soll es dann möglich sein, dass man diese Verkehrszeichenwarnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit, die ja mittlerweile Pflicht ist, auch auf einen Tastendruck einfach direkt ausschalten kann, was natürlich eine ziemlich coole Funktion wäre. Und ich denke, das wird auch schon kommen, weil bei den anderen Autos haben wir auch schon so eine Stummschalttaste. Bisher kann man es hier im Menü sogar einzeln ausschalten, muss dann allerdings ins Menü rein. Wie ihr seht, Mazda hat sich also wirklich sehr viele Gedanken über das Thema Individualisierung gemacht, damit ihr so viel Flexibilität wie nur irgend möglich habt. Und ich glaube tatsächlich im Alltag werdet ihr relativ schnell merken, dass so eine Batterie von Tasten, die ja wirklich bei manchen Modellen sehr breit und sehr vielfältig ist und relativ kleine Piktogramme teilweise drauf sind, dass hier der Schritt sehr klein ist zum Digitalen. Und selbst wenn man jetzt hier dann eben draufdrücken muss, um die Temperatur zu einstellen, statt an einem Drehrad, okay, das werde ich noch einsehen, aber alles andere geht hier mindestens genauso schnell. Und für die, die es vielleicht sogar noch ein bisschen technischer wollen, ein bisschen digitaler, man kann alles hier auch noch mit der Sprache bedienen. Das zeige ich euch aber mal noch in einem eigenen Video. Aber grundsätzlich, wie gesagt, hier stellt es so ein, wie ihr wollt, eher ein bisschen minimalistisch. Ich glaube, dann kommt ihr hier wirklich super zurecht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, schreibt es wie immer in die Kommentare rein. Wir versuchen dann natürlich so schnell wie möglich zu antworten. Hat euch dieses Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.